Herzlich willkommen zu unserem letzten Part unserer Winterzähne-Tutorial. So, in diesem Part, unseren letzten Part, wollen wir unsere Zähne langsam den Abschluss geben. Wir wollen erstmal schön schneiden lassen und und mit der Kamera einen Slow-Motion-Effekt rüberbringen, ja? Okay, dann bereiten wir mal alles vor. Wir scrollen mal hier den Fenster ein bisschen runter. So. Das ist unsere Kameraansicht. Die lassen wir. Ja. Einmal auf 0 wieder. So. Bisschen zur Seite stellen. Okay. Mach mal ein neues Fenster auf. So. Okay. So, jetzt haben wir unser zweites Fenster hier. Und in diesem Fenster wollen wir arbeiten. Oh ja? Wir haben hier unser Atmosphere Collection. Hier. Und das sind schon, ja, achso, das sind unsere Nebel. Ja. Von unserem Berg und von unserem See. Die wollen wir erstmal benennen. Fog. Und okay. So, wir wollen in unsere Kollektion Atmosphäre unser Schneepartikelsystem erstellen. Ja? Okay. Wie gesagt, wir klicken einmal Atmosphäre und New Collection und benennen das mal Snow Plane. Ja? Snow Plane. So, und jetzt erstellen wir eine Plane. So, hier haben wir unser Plane. Ja? Die vergrößern wir gleich. Schön groß. So. Ja, müsste eigentlich reichen. Genau. Schön nach oben. Ja, so, dass es von der Kameraansicht wegkommt. Und jetzt rotieren wir den mal auf der Y-Achse, also Richtung Insel. Ja? Okay, schieben wir das noch ein bisschen nach vorne. Schauen wir uns das mal an. Okay, das passt. Perfekt. Als nächstes wollen wir diesen Plane Schneeflocken stellen lassen, ja. Das durch das Partikelsystem wollen wir Schneeflocken ja haben. Dazu nutzen wir New Collection, einmal Snowflake Schneeflocken, ja. Kollektion Schneeflocken, das wird unsere Kollektion werden für unser Partikelsystem. Da erstellen wir jetzt Shift A, ein Icosphere. So. Okay, der ist jetzt ganz hinten gelandet. Dann drücken wir einmal auf Komma. So. So, und den wollen wir mal auf Subdivision 1 stellen. Gut, okay. Größe machen wir mal 0,5 oder machen wir 0,3. So, okay. Gehen nochmal zurück. So, ziehen das mal ein bisschen rüber und nach oben. Okay. Mit Komma zoomen wir wieder ran. So, von dieser Schneeflocke, von diesen Icosphere, wollen wir mal duplizieren. Wir werden mal ein paar welche mehr machen. Shift D, so, okay. So, jetzt haben wir 3 Stück und die wollen wir mal ein bisschen skalieren. Eine ein bisschen auf Z-Richtung, eine vielleicht ein bisschen kleiner und den einen ein bisschen, ja, oder nur größer. So. So, jetzt haben wir 3 verschiedene und den geben wir jetzt mal ein Shade Smooth. Ne? Zurück. So, Shade Smooth, Shade Smooth und Shade Smooth. So, Schneeflocken sind auch fertig. Die sind in unserer Kollektion drin. Das ist wichtig, ja, separat. Okay, jetzt klicken wir unser Plane an, unsere Plane. Gehen auf Partikelsystem, klicken einmal mal Plus. Okay. So, jetzt haben wir unser Partikelsystem und sobald wir Plus drücken, erstellt Blender uns ein Partikelsystem mit Halos oder Halos, so heißen die Dinger hier. So, wenn man hier auf Render geht, hier auf Partikelsystem Render, hier seht ihr nochmal Render as Halo. So, und den ersetzen wir jetzt einfach durch unsere Kollektion, die wir erstellt haben, mit Snowflake. So, jetzt haben wir unsere Snowflakes hier.
Okay, jetzt für diesen Part arbeiten wir jetzt langsam mit unseren Timeline. Öffne unsere Timeline. Na. So, okay. So, wir haben eine Timeline von hier von 250 Frames. Ja? Hier stehen die Zahlen und der endet hier bei 250. Wir stellen ihn mal für unsere, ja, solange wir im Total arbeiten, erstmal auf 150. Gut. Jetzt gehen wir auf einmal zurück. Um besser jetzt mit der Animation zu arbeiten, blenden wir mal kurz die Bäume und die Steine weg, damit der nicht zu viel arbeitet, der PC. Klicken unsere Insel mal an, ja, einmal selektieren, gehen auf unsere Mausschlüssel, Modifier und blenden diese Sachen mal weg. Okay, so, jetzt klicken wir wieder unsere Plane an, gehen auf Partikelsystem und lassen mal Play. Ja, jetzt fängt es an schon zu schneien, schön und gut, ja, aber alles viel zu schnell. So, und jetzt will ich mal kurz das Partikelsystem einstellen, das machen wir jetzt zusammen. Wir haben ja hier unsere Einstellungen, die Starteinstellungen sozusagen. Jetzt haben wir hier eine Nummer, die Menge unserer Schneeflocken, Frame-Start, wann das Partikelsystem starten soll zu berechnen, ja. So, und ich möchte ja, dass ab 0, wenn unsere Szene ab 0 anfängt, nicht dann erst Schnee kommt, sondern vorher schon überall schneit. Dann gehen wir hier auf Frame Start mal minus 100 und schauen mal. So, jetzt schneit er schon direkt bei 0. Ja? Oder wir machen mal minus 150. Sicher ist sicher. Okay. So, und jetzt müssen wir doch ein bisschen mehr. 5000. So, warten wir mal ab. Machen wir mal minus 200. Kommt mir noch zu wenig vor. Okay, gut. So, jetzt haben wir 5000 eingegeben. Ich möchte mal jetzt die Skalierung von unseren Icosphere, von unseren Schneeflocken mal hier kurz ändern, damit ich mehr sehen kann. Okay. So, jetzt fängt es an zu schneien, schön und gut, aber es fällt einfach alles so schön gerade herunter. Und wenn man, wenn es schneit, Schneeflocken sind sehr, sehr leicht und die fliegen eigentlich ganz sanft, also auf dem Boden ab. So, und da gibt es eine schöne Möglichkeit bei Blender. Da kann man hier auf Partikelsystem mal nach unten gehen und hier auf Filed Weights klicken. Und hier haben wir eine Art Einstellung, Gravitation, Gravity. So, und den stellen wir mal auf 0,5. So, jetzt läuft das schon viel langsamer. So, als nächstes, was passiert? Dadurch, weil die Gravitation wir hier runtergesetzt haben, die Schwerkraft, und wir haben ja hier oben minus 200 eingegeben. Ja? Und hier endet der auch mit 200. Das heißt, wir geben dem Partikelsystem überhaupt keine Möglichkeit, die Zeit, dass unsere Schneeflocken nach unten fällt. Also das müssen wir erstmal geben. Also gehen wir mal hier auf 600. So, jetzt warten wir nochmal ab, was passiert. So. Gut, jetzt haben wir die Zeit und wir haben was vergessen. Lifetime. Das kommt auch noch dazu. Die Lebensdauer der einzelnen Schneeflocken. Was heißt der einzelnen? Der Schneeflocken gesamt. So, wir haben mit minus 2 angefangen und endet, das sind zusammen eigentlich 800. Wir geben aber mal erstmal 600 ein und schauen das mal an. Aha. So, jetzt haben wir unsere Schneeflocken und warten auf 0. Ja, perfekt. So, wenn ich auf 0 anfange, schneit es schon richtig kräftig. Das ist schon mal gut. Okay, jetzt haben wir das auch eingestellt. Jetzt haben wir hier noch eine Einstellung. Das heißt, die zufällige Lebenszeit der einzelnen Schneeflocken. Jetzt können wir hier das auf 0,5 einstellen. So, jetzt ändert sich dadurch jede einzelne Schneeflocke unterschiedlich. Vielleicht hört er schon in der Mitte auf oder das andere am Ende oder der eine schon am Anfang. Ja, das ist damit gemeint. Okay.
So, jetzt haben wir es soweit schon mal geschafft. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen runter, weil ich finde, die fallen immer noch etwas zu schnell runter. Wir gehen mal hier auf 0,3. Ja, das sieht schon mal viel besser aus. Okay, so, jetzt haben wir das auch hingekriegt. Jetzt fängt es an zu schneiden. Als nächstes möchte ich, dass unsere Schneeflocken sich leicht hin und her wirbeln. Ja, die fallen ja nicht so gerade runter. Also brauchen wir jetzt hier mal ja, so eine Turbulenz. Ja, eine Turbulenz. So, wir sind gerade, ist wichtig, wir klappen das mal hier rein, die Kollektion Flake, ja. Wir klicken nochmal die Snow Plane Kollektion, da wo auch unsere Plane ist. Shift A, gehen auf Force Field und suchen mal unsere Turbulenz. Da haben wir sie. So. Okay, jetzt haben wir unsere Turbulenz. So, jetzt können wir es nicht sehen, weil gerade die Animation läuft. Wir müssen das kurz mal auf Pause drücken. So, jetzt seht ihr unseren Turbulenz. Der ist hier wieder. Den ziehen wir mal nach oben. So. Ein bisschen hier rüber. Okay. So. Und den skalieren wir mal schön groß. So. Ungefähr hier. Okay. Einmal zurück. So, jetzt seht ihr, was passiert. Also, sobald ihr den zieht, weil das Partikelsystem ist ja aktiv. Jedes Mal, wenn ihr den bewegt, ändert sich der Partikelsystem, weil hier eine Turbulenzkraft ist. So, wir wollen jetzt mal hier ein Keyframe setzen mit I, Location und bei 150 geht er ein Stück nach vorne und Location. So, jetzt haben wir eine Keyframe gesetzt für unseren Turbulenz und schauen das mal an. Wir klicken mal unser Plane, damit wir unsere Schneeflocken sehen können und lassen mal wieder abspielen. Jetzt warten wir mal. Okay, es ist definitiv viel zu schwach. Ja, wir müssen einmal auf unseren Turbulenz klicken und dann gehen wir hier auf diesen Reiter hier, Physics, ja, und dann stellen wir mal auf, hier ist die Strange, die Stärke, die stellen wir mal auf 50.000. So, und jetzt gehen wir wieder zurück und nochmal Play. Ah, jetzt merkt ihr schon, ja, die Schneeflocken, die wirbeln sich hin und her. Das sieht gut aus. Perfekt. Okay. Gut, jetzt gehen wir wieder auf unser Plane, gehen wir unser Partikelsystem und geben mal hier 0,3 ein, die Skalierung, damit ihr die Schneeflocken sehen kann. Und dann gehen wir mal hier, machen wir mal 8000. So. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Perfekt. Super. Okay, damit wir eine größere Mengen haben natürlich, ne? So, jetzt gehen wir mal auf Play. Ja, das sieht ja schon mal super aus. Okay. So. Jetzt haben wir es geschafft. Es schneit. Das sieht schon mal gut aus. Jo, und jetzt wollen wir mal langsam im Render-Modus sehen, wie die Schneeflocken sich in Umgebung befindet, ja? Wir schauen uns das mal an. So, damit wir jetzt unsere Schneeflocken jetzt in unserem Render-Resultat sehen können, wenn wir es gerendert haben, müssen wir erstmal unser Partikelsystem einmal baken, ja? Das muss erstmal erstellt werden, weil das ist alles noch irgendwie lokal zwischengespeichert. Das können wir noch nicht rendern. Dazu gehen wir hier runter und wir haben hier einen Reiter Cache. Ja, wir klicken hier mal rauf. Ja, und hier haben wir sozusagen die Einstellung für unseren Disk Cache. So, das ist hier drin. Also wir haben zurzeit 150 Frames in den Speicher, Arbeitsspeicher. Und so, und den wollen wir erstmal baken. So, das ist hier der Knopf dafür. So, und darauf klicken wir jetzt einmal und warten. So, jetzt habt ihr es gerade gesehen. Der hat einmal kurz gebaked. Super. Jetzt gehen wir auf Render und Render Image.
So, jetzt haben wir unsere Schneeflocken hier. Alles schön und gut. Natürlich sehen unsere Schneeflocken so nicht aus. Aber das wird sich sowieso ändern, weil wir die Schneeflocken kaum zu sehen bekommen. Weil die sehr schnell runterfallen. Und das werden wir jetzt mit Motion Blur setzen. Motion Blur, so. Dann gehen wir hier auf, hier, so. Und gehen hier auf Motion Blur. Hier, das ist da. So, und da gibt es einen Shutter. Ja, und der ist auf 0,5 eingestellt. Ja, ist gut. Den belassen wir erstmal so und schauen das mal an, wie das jetzt aussieht. Wir gehen mal hier auf 128 erstmal. Und dann gehen wir auf Light Path. So, Light Path ist die Lichtdurchlässigkeit, diese Durchlässigkeit. Also wir haben hier eine Standardeinstellung. Da müssten wir einmal hier auf überall 8 setzen. Volume und hier auch. So, damit wir eine gewisse Qualität noch sehen können, ja. So, jetzt gehen wir auf Render. Schauen uns das jetzt nochmal an. So, jetzt ist was passiert. Ihr seht das schon. Die Schneeflocken, ja, die hinterlassen so eine Art, ein Blur-Effekt. Ja, ein Blur-Effekt. So, wir könnten das jetzt noch mehr einstellen. Wir gehen mal wieder zurück. So, und dann gehen wir mal, wo haben wir das jetzt? Da. Wir gehen mal auf, ja, gehen wir mal 0,7, ne? 0,75. Und nochmal. Ja, das sieht schon einigermaßen besser aus. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben die Schneeflocken ja vergrößert. Ja, das müssen wir erst noch zurücksetzen. So, der berechnet noch gerade, der ist bei 80, so, 128, hört er auf. Aber man merkt das schon an der Qualität. Und da ist auch ein Denoiser noch drin. Wir warten noch mal kurz ab, okay. Ja, so sieht das dann aus. Das sieht ja eigentlich schon mal sehr gut aus. Okay, jetzt wollen wir die Schneeflocken wieder skalieren, ein bisschen verkleinern und noch einen leichten Schimmer, so einen Nebeleffekt noch mit reinbringen. Oder besser gesagt, wir machen es noch etwas dunkler. Ja, wir machen den Himmel etwas dunkler. Okay. So, wir gehen mal hier wieder auf Render. So. Und wir gehen mal hier auf unseren Atmosphäre. Wir haben ja noch diesen Nishita. So, und den setzen wir mal auf 0,03. Ja, so. Okay, jetzt haben wir hier noch eine Sonne. Hier oben. Die können wir nochmal einstellen auf, machen wir mal 5000. So, okay. Jetzt haben wir einen leichten Schimmereffekt, aber das ist, glaube ich, für mich noch zu hell. Ich schalte den mal kurz aus. Aha, okay, okay. Da scheint noch eine Lichtquelle noch da zu sein. Das kann sein, dass es vom Nishita noch ist. Ich setze mal die Nishita auf 0. Tatsächlich. Okay, gut. 0,01. 0,01. So. Aha. Gut, jetzt können wir die Sonne mal kurz wieder einschalten. Ja. Also ich habe hier jetzt die Nishita. Bisschen noch vergrößern. Okay. 0,02 eingestellt, weil es von dieser Richtung aus kommt. So, wir können aber natürlich das einmal rotieren. Ja. So. So weit, so gut.
So, ungefähr bei minus 17. Ja, dann, ihr müsst mal selber bei euch gucken, wie das am besten bei euch aussieht. Und dementsprechend auch die Sonne als normal Nachtlicht. So, okay. Super. Ja, okay. Jetzt möchte ich nur noch einen Nebeleffekt, ein extra hier in dieser Umgebung haben. Wir klicken hier auf unseren Atmosphäre, ja, hier reinklicken und erstellen auf hier in diesem Bereich, da wo der Cursor gerade sitzt, ja, das ist genau im Haus, Shift A, ein Cube, den vergrößern wir jetzt, schön groß. Bisschen auf die X-Richtung, so. Okay, damit wir hier durchsehen können, oder besser gesagt hier durchsehen können, klicken wir hier drauf, ja, auf diesen Object Data. So, und dann gehen wir hier runter, Display, also Viewport Display, Display Us, Texture, Wire. So, okay. Und den nennen wir, ja, Main Fog. Main, also der Hauptnebel. So, und da gehen wir jetzt einmal auf unseren Shade Editor. Genau hier, Shade Editor. Und setzen hier nochmal. Was ist denn? Hakt etwas. Okay, den löschen wir jetzt. Shift A, Shader, Principal Volume und den in den Volume rein. So. Gut. Jetzt haben wir einen Nebeleffekt hier nochmal eingebaut. Die Dichte ist etwas zu hoch. Den setzen wir runter auf 0,1. Okay. So, also 0,1. Ich habe das nochmal gescrollt, damit wir einen leichten Nebeleffekt hier haben. Sonst machen wir nochmal 0,02. Okay, das ist ein bisschen zu viel. Genau, okay. So, jetzt haben wir eine Dichte drin, die 0,015, das reicht. So, jetzt vorsichtig wollen wir mal auf unsere Insel klicken und schalten mal unsere Bäume ein und schauen mal an, wie das aussieht. Das sieht ja schön aus. Gut, okay, jetzt haben wir eigentlich soweit die Szene fertig. Man kann noch vieles noch ausbauen, aber das überlasse ich jetzt euch. Sonst würde die Tutorial-Reihe wieder eine Länge ziehen. Genau, jetzt animieren wir noch unseren See. Was heißt animieren? Die Wellen, die Wellen sich hier vom Berg aus zur Kamera dazu bewegen. Da gehen wir einfach mal wieder auf Landschaft, da wo wir gerade sind, klicken unseren Ozean an. So. So. Das ist unser Ocean Material, ja, und hier haben wir diese Mapping Node. Und ich möchte die Y-Achse dafür nutzen, dass die Wellen, die Textur von der Y-Achse sich in diese Richtung, also zu uns, sich bewegt. So, dann gehen wir hier einmal, ich setze mal auf Base 4 einmal, so, einmal Frame auf 0 setzen und jetzt unseren Endframe wieder auf 250, so, gut, und jetzt klicken wir hier auf die Y-Achse. Was heißt klicken? Nur mit der Maus rübergehen, hier mit der Maus und dann einfach nur I drücken. So, jetzt haben wir auf 1 eine Bewegung und dann gehen wir auf 250 und setzen hier 0,3.
Nicht so viel, das reicht. Und jetzt drücken wir wieder auf I. Jetzt gehen wir auf unsere Zeitleiste hier. Timeline. Beide sind selektiert, das ist wichtig. Ja. Rechte Maustaste. Interpolationsmode. Hier. Und dann geht ihr hier hoch auf Linear. So, das bedeutet, dass die Geschwindigkeit von diesem Frame bis zu 250er Frame geradlinig ist, dass die Geschwindigkeit konstant bleibt. Ja? So, okay, das haben wir soweit eingestellt. So, und ja, als nächstes würde ich sagen, dass wir die Kamera jetzt einsetzen. Die Kamera, so, wir klicken die Kamera an. Man hat jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir jetzt die Kamera mal einmal render, so, jetzt haben wir unsere Kameraansicht hier. So, jetzt haben wir hier unsere Kameraoption und wir haben es ist immer Standard 50 mm eingestellt. Aber man kann natürlich die Kamerasicht vergrößern. Also das bedeutet zum Beispiel, wenn wir die 20 mm eingeben, was passiert? Dann ist sie sehr, sehr weit weg. Ja, seht ihr, die Kameralinse. So, und wir gehen auf 25. So, jetzt suchen wir uns mal die Kamera, wo die ist. Da ist sie. So, hier ist die Kamera. So, und jetzt gehen wir mal davon aus, ich möchte das Haus, ja, das Haus fokussieren. Ich gehe mit der Kamera entlang, aber die Kamera soll nur das Haus dabei fokussieren. Das bedeutet, dass die Kamerasicht immer Richtung Haus, ja, Richtung Haus fokussiert. Die Linse, das machen wir jetzt mal anders. Wir gehen hier auf, ja, wo haben wir es denn? So, jetzt haben wir hier, ich zeige es mal, hier raufgehen, auf diesen Button hier. So, dann gibt es hier ein Add Object Constraint. Auf diesen Button klicken hier drauf und dann setzen wir ein Add Object Constraint sozusagen, ja, so heißen die hier, und wir wollen was tracken, so nennt sich das ja. So, dann nehmen wir hier Track to, ja, so, dann wählen wir das hier. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen näher ran. Da ist das Haus. So, wir klicken das mal an und mit Komma gehen wir mal ein bisschen näher ran hier. So, also die Hauswand sozusagen. So, und wie heißt die Hauswand? Haben wir auch richtig benannt. Hauswand. Okay, gut. Jetzt klicken wir wieder unsere Kamera. Ja, hier ist die Kamera. Target. Dann nehmen wir die Pipette und wählen diese Hauswand aus. So, jetzt hat sich die Kamera gerade eben versetzt. Habt ihr gerade gemerkt. So, der ist jetzt genau auf diesen Hauswand fixiert. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen wieder weiter weg. So, dann gehen wir mit dem Frame auf 1. Ja. So, und genau. Machen wir mal, ja, machen wir 30. So, gehen aber jetzt näher ran. So. Und egal wie wir das verschieben, die Kamera, in welche Richtung auch, ist immer auf die Hauswand gerichtet. So, jetzt wollen wir ab diese Stelle hier, wir müssen natürlich aufpassen. So, okay. Alles im grünen Bereich. Gut, jetzt drücken wir hier auf I, Location, für die Kamera. Und dann gehen wir zu 250 und ziehen die Kamera ein Stück weiter nach vorne. So, so ungefähr. Oder ein bisschen mehr. So, gut. Jetzt drücken wir wieder auf I, Location. So, jetzt haben wir einen Frame erzeugt, ja, von 250, von
wie gesagt, dass die Kamera von hier 0 anfängt, auf 250 an dieser geraden Linie durchgeht. So, und jetzt gehen wir wieder auf rechte Maustaste, Interpolation Mode und dann linear, damit wir eine gerade Sicht haben. Wir gehen auf Base View, ja, und schauen uns das mal im Base View an und machen mal Play. So, ihr merkt, bei 290 hat aufgehört, also die Schneeflocken weiter zu fallen. Das liegt daran, weil wir vorhin zu Testzwecken ja 150 eingegeben haben. So, jetzt haben wir wieder 250 eingerichtet. So, jetzt gehen wir wieder auf unseren Plane, Snow Plane, gehen auf unser Partikelsystem. So, wir werden jetzt löschen alle Bakes. So. Und jetzt haben wir hier. So, das haben wir das Cache. Wo haben wir das dann? Genau, das ist soweit richtig. Genau. Wir müssen jetzt die 250 haben wir wieder eingerichtet und freigeschaltet. Und jetzt müssen wir nochmal die ganze Sache baken. Komplette Linie. Bis 250. So. So, jetzt haben wir 250 Frames gebaked mit dem Schnee. Setzen das wieder zurück und machen nochmal Play. Ja, perfekt. Sieht doch gut aus. Okay. So. Gut, jetzt haben wir die Kamera-Animation erstellt, eine kleine Szene. So, und ich schaue mir nochmal diese Szene nochmal in Render an. Render Image und mache eine kurze Pause. So, wir haben mal kurz eine gerendert. So, und das gefällt mir eigentlich soweit gut. Das ist sozusagen fast das Endbild, ne? Und das werden wir jetzt mal durchrendern. Dann schauen wir uns mal die Animation zum Schluss an. Jo. Ja Leute, das war's erstmal von mir. Unsere Tutorial-Serie ist endlich fertig. Und ich hoffe, dass ihr was dazugelernt habt, dass ich euch damit geholfen habe mit der Serie. Dass ihr ein bisschen vielleicht mal selber jetzt rumspielt mit dieser Szene, dass ihr Sachen mal ändert, einfach mal mehr Bäume setzt, andere Bäume setzt oder die Landschaft noch etwas verändert, ob ihr jetzt die Steine vergrößert, damit ihr ein bisschen Übung drin habt. Ja? Ich bedanke mich fürs Anschauen und denkt an die Likes und wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare. Ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!